Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Bei mir gibt es heute etwas Fernweh und zwar backen wir heute ein Hachapuri. Das ist ein georgisches Fladenbrot mit einer Käsefüllung. Für den Teig 250 Gramm Mehl 7, entweder T405, T550 oder das 630er Dinkelmehl. Dann noch einen halben Teelöffel Zucker, ein halbes Päckchen Trockenhefe oder 10 bis 11 Gramm frische Hefe, ein Viertel Teelöffel Salz, 70 Gramm Wasser, 60 Gramm Milch, beides bitte lauwarm, ein Esslöffel Pflanzenöl, Olivenöl, Rapsöl oder Sonnenblumenöl und ein Eigelb Größe M hinzufügen, alles zu einem glatten Teig verarbeiten und zugedeckt 2 Stunden gehen lassen. Für die doppelte Teigmenge, also wenn ihr 2 Stück backen möchtet, könnt ihr ganz einfach ein ganzes Ei nehmen statt 2 Eigelb, das geht auch. Für die Füllung 100 Gramm Mozzarella, etwas Knoblauch nach Geschmack, eine halbe Packung Schafskäse, bei mir sind es 90 Gramm, einen halben Becher Hüttenkäse, bei mir sind es 100 Gramm und etwas Pfeffer verrühren oder am besten verkneten. Ich nehme kein Salz, weil der Schafskäse schon ziemlich salzig ist, aber wer möchte, kann natürlich nachsalzen. Die Füllung dann erstmal beiseite stellen und den Teig auf die Arbeitsfläche geben. Ich nehme kein zusätzliches Mehl, aber falls nötig könnt ihr das natürlich tun. Oder man kann die Arbeitsfläche mit etwas Öl einschmieren, damit der Teig nicht so mehllastig wird. Bei mir war beides nicht nötig, wie ihr sehen könnt, konnte ich den Teig auch so gut verarbeiten. Den Teig dann entweder rechteckig oder ovalförmig ausrollen und aufs Backpapier ziehen. Als nächstes mache ich den käsegefüllten Rand. Man muss den Teig auch gut andrücken, damit er später beim Backen nicht hochgeht und nicht die Form verliert. Das Ganze soll ja wie ein Schiffchen aussehen und erst ganz zum Schluss, wenn ich die beiden Ecken, die beiden Spitzen geformt habe, wenn alles zu ist und sitzt, gebe ich die restliche Füllung auf den Teig und verteile die Käsemasse gleichmäßig im Inneren des Schiffchens. Dann lasse ich dieses Schiffchen nochmal 15 Minuten zugedeckt gehen. Als nächstes ein Eigelb und ein Esslöffel Milch verrühren und mit dieser Mischung den Teig bestreichen. Und dann kommt unser Schiffchen auch schon in den vorgeheizten Ofen und wird bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft circa 25 Minuten gebacken, plus minus 5 Minuten je nach Backofen. Mein Schiffchen war genau 25 Minuten im Ofen. Wenn die Backzeit vorbei ist, das Hachapuri aus dem Ofen holen, in der Mitte eine Vertiefung machen und ein Eigelb hineingleiten lassen. Den Rand mit einem Stück Butter einreiben und dann nehme ich noch etwas Petersilie, das muss man aber nicht tun. Ich lasse jetzt mein Hachapuri noch ein paar Minuten zugedeckt stehen. Man kann aber auch das Gebäck nochmal in den Ofen geben. Der Ofen muss aber unbedingt aus sein. Das Eigelb muss flüssig bleiben, das darf auf gar keinen Fall fest werden, deswegen etwas aufpassen. Man könnte noch ein paar Butterflöckchen auf der Käsefüllung verteilen, ich mache das nicht. Es ist wirklich super fluffig geworden und ganz, ganz weich. Ich hoffe, ihr könnt es im Video auch gut erkennen und es schmeckt wirklich sehr gut. Ich habe mal gelesen, dass dieses Gebäck ein Schiff darstellen soll. Die Käsefüllung in der Mitte ist das weite Meer und das Eigelb ist die georgische Sonne. Ob es auch stimmt, weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall bedeutet der Name des Gebäcks Quark und Brot oder Käse und Brot. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!